Samstag, 10. Juli. Heute haben wir unseren 10. Flug ab Belfort. 500 Kilometer für uns knapp. Sind bis auf die bekannten Kandidaten alle mit am Flug. Hier haben wir den verletzten 761 und die 524, die ich auch gleich in ihre Zelle sperre. Ja, und eine konnten wir heute nicht mitschicken. Das ist hier unsere 568, obwohl es noch eine ist, die gezählt hätte. Die hat bis jetzt 8 Preise und mit ganz viel Spitze, 6. Asttaube der RV. Aber man sieht es vielleicht an dem Auge noch ein bisschen, ist wieder deutlich besser. Gestern hatte sie da so ein Kitschauge und beim Einsetzen konnte sie das Auge gar nicht aufhalten. Und bevor wir sie dann da auf 500 Kilometer schicken, bekommt sie halt eine Woche Pause. Nächste Woche kann sie dann wieder eingreifen. Ja, es ist jetzt 10:30. Tauben sind um 7:30 Uhr aufgelassen. Und ja, ich gehe mal davon aus, wir haben auf der Strecke östliche und nördliche Winde und erst ganz am Ende ein bisschen Unterstützung von hinten. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwo so zwischen 13 und 14 Uhr die ersten Tauben sehen werden. Tja, bei den Jährigen ist nur unsere Verletzte zu Hause. Ihr seht, die freut sich schon, dass er wieder in ihrer Zelle ist hier. Das Loch ist auch mittlerweile zugewachsen. Das heißt, man hat jetzt nur noch so ein bisschen die Federn, die an der Seite so ein bisschen quer stehen. Aber der Täubin geht es wieder sehr gut. Und ja, die wird dann im nächsten Jahr wieder ins Rennen eingreifen, weil auch ihr Bruder sehr gut fliegt und sie ja auch sehr gute Ansätze gezeigt hat. Von daher denke ich, werden wir dann in die nächste Saison wieder mit ihr starten. Ja? Jo. So, jetzt waren 10 Minuten Pause und jetzt kommt die 5. Taube. Also ziemliche Spanne drin. Das war wirklich die Vorhut. So, dann direkt im Anschluss, das war der 192, jetzt wieder einer in der Luft. Wunderbare Ausrichtung. Nee, das ist unser. Noch einer hier. War ganz oben, da, 5 Stück, 6 Stück. Da kommt noch einer raus da hinten. Hinten. Der kam aber da oben, da am Varusberg hergezogen. Alles ist aber gut. Das ist hier der Meierholz. Da ist er. Jo. Komm her, Dicker, komm. Ist das dein Lieblingsball? Der hat voll. Der ist voll? Ja, sicher. Komm rüber. Ja, nu, du machst aber vor, komm. Schön. Kommen jetzt so nach und nach kommen so ran mit 27 Stück, aber auch schon fast eine Stunde Konkurszeit. 4 Zähler aktuell da, die 140 fehlt noch. So, dann mal ein kurzes Zwischenfazit. Wir haben jetzt 15:30 Uhr, sind 51 Tauben wieder da von 60 gesetzten, von den 500 Kilometern. Man sieht, die meisten sind auch schon wieder ganz fidel dabei. Der ein oder andere, gerade erst gekommen, ist noch ein bisschen kaputt. Aber jetzt auch so die Jährigen sind größtenteils jetzt auch wieder an Bord. Ja, heute war es sehr durchwachsen, muss ich sagen. Die ersten kamen ja noch recht zügig, die ersten 4. Die sind noch ziemlich früh. Dann aber Riesenlöcher dazwischen und ja, warten wir mal die Auswertung ab. Ich habe heute nicht so ein gutes Gefühl. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch niemals der Prozentsatz werden. Aber auch das muss man mal dazwischen haben. Ich denke so, dass wir mindestens 3 Zähler dazu bekommen. Bei der 4. wird es vielleicht schon ein bisschen knapp. Und die 140 hier, das war dann die 5., die gezählt hätte. Die kam aber erst kurz nach 2. Aber sie ist wenigstens wieder da. Und
Und das ist das Allerwichtigste. So, jetzt warten wir mal die Auswertung ab und ich melde mich morgen. So, hier nochmal einmal die Siegerin vom heutigen Flug, also die erste bei uns. 459. Letzte Woche schon mit dem 4. Konkurs in der RV. Heute meine erste Taube um 13:14 Uhr. Hat jetzt 10,10 und ist eine direkte Tochter aus dem 1698, also dem 8. besten Vogel auf Westfalen-Ebene aus 2018. Sehr schönes Weibchen in der Hand, keine Schönheit, obwohl so, wenn sie da steht, sieht sie gar nicht schlecht aus, aber ich habe immer gesagt, das ist meine hässlichste Taube, aber sie fliegt. So, Fazit vom 10. Flug, 500 Kilometer ab Belfort. Ich war ja gestern ein bisschen skeptisch, das Ergebnis war dann doch besser als erwartet. Wir machen in der RV 23 Preise von den 60 gesetzten, also knapp über einen Prozentsatz. Im Regionalverband allerdings 31 Preise, also da geht es deutlich länger. Haben gleich unter den ersten 5 Tauben, die dann auch im Regionalverband mit dem 3. Konkurs anfangen, die 4 Vorbenannten für die Regionalverbandsmeisterschaft und konnten da den Vorsprung jetzt auf knapp 40 Astpunkte ausbauen, sodass wir da immer noch an erster Stelle sind und noch 2 Flüge zu fliegen sind. Ansonsten auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Wir sind weiterhin mit 5 Punkten in der RV vorne oder 5 Preisen, auch in der Weibchenmeisterschaft vorne, Vogelmeisterschaft vorne, eigentlich alle wichtigen Positionen. Im Regionalverband aktuell mit dem zweitbesten Vogel, mit dem dritt- und viertbesten Weibchen, mit dem 5. besten jährigen Vogel, also in allen Meisterschaften vorne mit dabei und ja, was dann die Auswertung auf den noch höheren Ebenen ergibt, wird man dann ja erst am Ende sehen, wenn dann die Ergebnisse feststehen. Gestern also ein sehr herausfordernder Flug, gerade für die Jährigen, aber wie ihr seht, alle wieder an Bord. Es fehlt jetzt gerade noch ein jähriges Weibchen und ein alter Vogel, der eigentlich immer recht sicher ist, keiner von den absoluten Toppern, aber den hätte ich schon noch ganz gerne wieder. Ja, muss man mal schauen, aber auf 500 Kilometern ist natürlich auch der ein oder andere Greifvogel aktiv und da muss man dann leider damit rechnen, dass auch mal einer da nicht wieder nach Hause kommt. Von daher wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche. Hatte gestern leider bei den ersten Tauben, die ich auch gefilmt hatte, die ersten 4 technische Probleme. Das heißt, da hatte ich dann nur ein Video von 3 Sekunden. Das konnte ich dann leider nicht mit hochladen, aber ich habe dann doch noch ein paar Tauben erwischen können. Und trotz der 5 Kilometer kamen sie dann gestern in 3er- und 4er-Packs teilweise, also sind noch zusammengeflogen, aber das ganze Feld eben etwas mehr auseinandergezogen, wie man das die letzten Flüge dann kannte. Nächste Woche geht es dann nochmal auf 400 Kilometer und wenn alles gut geht, das Wetter mitspielt, haben wir dann in 14 Tagen den Endflug über 630 Kilometer. Von daher viel Spaß beim Anschauen meines Videos und tschüss.